Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir gibt es heute einen super saftigen Eierlikör-Marmorkuchen. Das ist ein Kastenkuchen. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Wir benötigen 170 Gramm weiche Butter, eine Prise Salz, 180 Gramm normalen Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Die Zutaten dann einfach cremig schlagen, bis der Zucker nicht mehr knirscht und dann nach und nach 5 Eier hinzufügen. Außerdem sollten die Eier auch zimmerwarm sein, das ist ganz wichtig. Das heißt, falls ihr die Eier im Kühlschrank lagert, müsst ihr die auch rechtzeitig vor der Verwendung aus dem Kühlschrank nehmen. Wenn das getan ist, 300 Gramm Mehl, T405, also das ganz normale Standardmehl, und ein Päckchen Backpulver, mischen und sieben. Das macht den Kuchen schön locker und fluffig und das Backpulver kann sich auch gleichmäßig im Teig verteilen. Und 200 Milliliter Eierlikör dazu gießen, dann alles ganz schnell zu einem Teig verarbeiten und das muss auch wirklich zügig gehen, damit der Kuchen später nicht speckig wird. Der Teig hat eine sehr schöne Konsistenz, er ist sehr cremig und locker und jetzt kann ungefähr ein Dreiviertel des Teiges schon in die Kastenform gefüllt werden und die Kastenform hat eine 30er Länge. Die Backform habe ich schon mit Butter eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt und eigentlich mache ich das immer als allererstes, damit der Teig auch nicht unnötig lange stehen bleibt und man kann auch schon den Backofen vorheizen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 150 Grad Umluft. Den hellen Teig in der Backform glatt streichen und dann erstmal beiseite stellen und für den dunklen Teig ca. 2 bis 2,5 Esslöffel Kakao sieben und mit etwas Milch unter den übrigen hellen Teig mischen. Bei mir waren es ungefähr 2 Esslöffel Milch. Wichtig ist, dass der dunkle Teig genau die gleiche Konsistenz hat wie der helle Teig und außerdem ist es noch wichtig, dass die Milch auch zimmerwarm ist. Den dunklen Teig dann auf dem hellen Teig verteilen und eine Gabel spiralförmig durch die Teigschichten ziehen, so dass ein Marmormuster entsteht, wie es ganz gut im Video zu sehen. Die Backform dann mehrfach auf die Arbeitsplatte schlagen, damit große Luftblasen im Teig zerplatzen und dann kann der Kuchen auch schon in den Backofen. Nach ca. 10 Minuten Backzeit den Kuchen wieder ganz vorsichtig aus dem Ofen holen und mit einem spitzen Messer der Länge nach in der Mitte etwa 1,5 cm tief einschneiden und dann einfach weiter backen. Die Backzeit liegt ungefähr bei 60 bis 70 Minuten. Mein Kuchen war 60 Minuten im Backofen, aber die Backzeit hängt ja auch vom Backofen ab. Jeder Backofen ist anders, also macht auf jeden Fall einen Stäbchentest. Und ich mache es immer so, wenn mein Kuchen fertig gebacken ist, lasse ich ihn erst ungefähr 10 Minuten in der Backform stehen, stürze ihn dann auf ein Kuchengitter und lasse ihn dann vollständig auskühlen. Man kann ihn später mit etwas Puderzucker bestäuben, wie ich es gemacht habe, oder mit einer Glasur überziehen oder mit einem Eierlikörguss. Für den Eierlikörguss könnt ihr einfach 100 Gramm Puderzucker mit 2 bis 3 Esslöffeln Eierlikör verrühren und diese Mischung dann auf dem Kuchen verteilen. Ich mache das alles nicht, mir ist das alles zu süß. Und hier könnt ihr einmal sehen, wie wunderbar dieser Kuchen geworden ist. Hier ist eine Nahaufnahme für euch. Der Kuchen schmeckt ganz toll und bleibt auch tagelang frisch und saftig. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!